Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf dem Feuersteig. Und ihr wollt wissen, wo ihr den findet und was es hier zu entdecken gibt? Na dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und vor allem später beim Selbstausprobieren. Fünf Kilometer liegen heute vor uns, also ein größerer Spaziergang oder kleine Wanderung, bei der sich die Erzgebirgsbahn für die Anreise anbietet. Denn beginnend am Haltepunkt Nennischmühle lädt eine Zugfahrt ja förmlich ein. Den Bahnsteig verlassen, landen wir nach wenigen Schritten auf der Verbindungsstraße zwischen Pockau und Olbernhau und überqueren zunächst die hier noch schmale und zahme Flöha. Wenige Schritte hinter der Brücke stoßen wir auf eine Kreuzung und gehen in Laufrichtung geradeaus Richtung Surgau. Wer genau aufpasst, der wird nicht nur mit diesen verträumten Ansichten verwöhnt, sondern dem wird dieses Mahnmal am Waldrand ins Auge fallen. Doch dazu am Ende unserer Wanderung mehr. Jetzt lassen wir es zunächst links liegen und dürfen noch einige Meter Straße gehen, werden jedoch kurz nach dem Ortsausgangsschild von Nennischmühle vom Asphalt erlöst. Es geht nunmehr links auf eher unscheinbaren Pfad in den Wald hinein. Die Ausschilderung kommt euch sicher bekannt vor, nämlich der Flöha-Talweg. Logischerweise jetzt nicht in Richtung Pockau, welches wir ja bereits gemeinsam erwandert haben, sondern in Richtung Olbernhau ist heute interessant für uns. Und so machen wir uns auf diesem schmalen Pfad an den sanften Anstieg. Zu erkennen ist von hier oben am Waldrand unter anderem die Papierfabrik in Nennischmühle von Wilhelm von Herder, über welchen ich euch demnächst gerne noch etwas mehr erzählen möchte, errichtet, was sie jedoch nicht vor ihrem Schicksal bewahrte und so fiel für diese schließlich auch 1997 der sprichwörtliche Hammer. Doch auf uns wartet hier auf dem Flöha-Talweg zwischen Feld und Waldrand zum Glück viel Natur und vor allem Ruhe. Nach der knappen Hälfte des Weges erreichen wir ein lauschiges Plätzchen zum Picknick an der Flöha. Zudem erspähen wir diese Brücke der Erzgebirgsbahn über besagte Flöha und müssen uns entscheiden, weiter dem Flöha-Talweg Richtung Olbernhau zu folgen oder wir steigen sanft rechts hoch. Ich habe mich heute für Letzteres entschieden, war ich doch neugierig auf den sogenannten Feuersteig. Wie ihr sehen könnt, spätestens hier kommen alle Freunde schmaler und uriger Pfade mehr als auf ihre Kosten. Wobei, stellenweise solltet ihr hier doch ziemlich geländegängig und sicher auf den Füßen sein. Wobei, trotz des urigen Weges finden sich tatsächlich noch gelegentliche Wegesmarkierungen. Also ein offizieller Wanderweg. Dennoch, wem in Sachen Orientierung nicht ganz wohl bei diesen Bildern ist, kein Problem. Ihr findet wie immer in der Beschreibung unter dem Video die GPS-Daten zum Downloaden. Damit ist der Weg eigentlich nicht zu verfehlen. Hier im tiefen urwaldähnlichen Waldabschnitt bleibt Zeit zum Grübeln. Woher könnte der Name Feuersteig nun eigentlich herrühren? Letztlich half mir die Touristinformation Lengefeld. Vielen Dank für diese Hilfe. Diese haben in der Pockauer Chronik für mich recherchiert, aber leider nichts Konkretes zum Namen Feuersteig gefunden. Jedoch einen interessanten Denkanstoß gegeben. So könnte nämlich die Namensgebung in die Zeit des 30-jährigen Krieges zurückreichen. Die Menschen flohen vor den einfallenden Schweden in die umliegenden Wälder, um sich dort zu verstecken. Denn die Söldner legten nicht nur die Ortschaften in Schutt und Asche, sondern eben auch ganze Waldgebiete. Vielleicht auch hier diesen Abschnitt?
Wer jedoch mehr darüber weiß, der schreibe seine Gedanken bitte unten in die Kommentare. Schweden oder nicht Schweden, wir erreichen irgendwann den Waldrand und der Theorie entsprechend tatsächlich einen freien Blick, unter anderem auf das romantisch gelegene Dörfchen Surgau. Doch nicht lange können wir uns an dieser offenen Landschaft erfreuen, sondern müssen wieder auf urigen Pfaden hinuntergehen. Letztlich landen wir wieder auf unserem bekannten Flöhatalweg und gehen diesen noch einige 100 Meter zurück, sehen bereits von oben auf die am Beginn angesprochene Denkstätte. Auf die Straße zurückgekehrt, statten wir selbiger jetzt endlich unseren Besuch ab. Tja, was soll ich dazu sagen? In dem nahe beim Haltepunkt gelegenen früheren Burschenheim, angeblich einer früheren Mühle, befand sich zu unzähligen Zeiten eine KZ-Außenstelle, das angebliche Lazarettlager, in welcher, wie man es heute in so mancher Quelle lapidar sagt, russische Kriegsgefangene zu Tode gekommen sind und hier bestattet wurden. Doch war es tatsächlich so einfach. Seit 1942 sollen hier wohl die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen eingetroffen sein. Aber Lazarettlager? Die Nazi-Ideologie sprach von ausrottungswürdigen Untermenschen. Was steckt also hinter dem Tod dieser knapp 100 nachgewiesenen toten Soldaten? Über Niederschlema und seine Uranvorkommen sprachen wir ja bereits. Nachweislich fanden dort leider auch Radonversuche an Menschen statt. Die Gefangenen wurden gezwungen, radioaktive, überdosierte Flüssigkeit zu trinken. Ziel war es, Schädigungen der Lunge und des Organismus zu erforschen. Die Opfer kamen zur Beobachtung hierher nach Nennischmühle, wo Röntgenuntersuchungen vorgenommen wurden. Ein deutscher Sanitätsunteroffizier und ein gefangen genommener Arzt mussten den Krankheitsverlauf beobachten, dokumentieren und Strichlisten über die Toten führen. Hier an diesem Hang erfolgte eine einfache Beseitigung der Leichen. Diese wurden in Papiersäcken eingehüllt und in Massengräber verscharrt. Zu DDR-Zeiten wurde dann diese Gedenkstätte erbaut und ich denke, zu Recht sollten wir hier innehalten, wozu Menschen in der Lage sein können. Nachdenklich geworden habe ich den Rückweg angetreten und schließlich den Bahnsteig in Nennischmühle erreicht.